nun erfährst du, wie du Geld sparst. Wir schauen uns das nationale Zahlungssystem an, wie man möglichst wenig Gebühren zahlt. Wir schauen uns die Banken an, die Bankomatbezüge, auch hier natürlich mit der Absicht, möglichst wenig Gebühren zahlen zu müssen. Wir schauen uns auch an, wie man hier ein Bankkonto eröffnet, wie man eine internationale Transaktion tätigt, also beispielsweise von Europa nach Kolumbien Geld überweist oder auch umgekehrt. So, und Tom geht jetzt an den Bankomat und wir schauen heute dann schon. Ja, erstes Beispiel. Hier der Beweis, der erste geht schon mal nicht. Gehen wir weiter. Ja, weiter unten hat es noch genügend Bankomaten. Das ist eigentlich weniger ein Problem. Ich versuche hier mit einer internationalen Karte Geld zu beziehen. In der Stadt gibt es genügend Bankomaten. In abgelegenen Gebieten auf dem Land kann das dann aber schon mal ein bisschen schwieriger werden. Das sehen wir noch. So, Tom geht jetzt an den Bankomaten. Ganz generell, passt ein bisschen auf, wenn ihr am Bankomaten größere Summen abhebt, dass euch da niemand direkt über die Schulter schaut. Kommt ein bisschen aufs Quartier auch darauf an, wo es gefährlich ist. So, ich habe es zwar auch schon gemacht, aber nachts muss man nicht unbedingt beziehen gehen. Das wäre eine Empfehlung. Ja. So. Also man kann Englisch, das habe ich für Englisch gemacht, das spielt eine kleine Rolle. Soll ich Kiste rauflassen? Ja. Hier beziehe ich jetzt 1 Million, das sind 230 Euro aktuell. Man könnte bis 2 Millionen beziehen. Und die Gebühren, die sind jetzt hier circa 5 Euro, das ist also viel, für jeden Bezug, egal wie hoch. Das heißt also, man muss 2 Dinge berücksichtigen, zum einen die Gebühren und zum anderen, wie viel man beziehen kann. Das macht dann doch ziemliche Unterschiede aus, das sehen wir hier. Also beispielsweise Bancolombia, da gibt es am meisten Bankomaten, da kann man aber nur 600.000 beziehen und die Gebühren sind auch am höchsten. Bei den 3 mittleren Banken bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Beträge stimmen, weil die stammen aus dem Internet, ich habe da schon länger nicht mehr bezogen. Machen wir ein Beispiel, 10 Millionen, also 2.300 Euro bei Bancolombia und bei Servibanca. Da sehen wir auch die Differenz, das macht dann doch schon 75 Euro aus. Das ist aber noch nicht alles, da gibt es auch den Wechselkurs zu beachten. Auch hier kann man Geld verlieren. Hier beispielsweise ist der Wechselkurs ziemlich schlecht, 4.100 zum damaligen Zeitpunkt. War der Kurs sicherlich 4.500 oder 4 mindestens. Beim Wechselkurs gibt es auch größere Schwankungen, das sehen wir hier. Also man kriegt fast doppelt so viele Pesos heute als vor 10 Jahren. Natürlich ist da die Preisentwicklung lokal nicht berücksichtigt. Trotzdem ist es vorteilhaft für alle, die in Euro, Schweizer Franken und Dollar verdienen. Man sollte den Wechselkurs einfach im Auge behalten. Wie vermeide ich nun aber einen Verlust beim Bezug aufgrund des Wechselkurses? Hier sehen wir einen Kurs von 4.100 beim Bezug. Der effektive Kurs war damals viel besser, das heißt etwa ca. 4.400. Das ist ganz einfach, man eröffnet einfach eine Online-Bank. Da hat man eine App, diese Bank, und man sieht eigentlich immer, wie viel Geld gerade noch vorhanden ist. Und innerhalb dieser App kann man sekundenschnell Geld wechseln, also beispielsweise Euro in kolumbianische Pesos. Ich habe das auch schon vor dem Bankomaten noch gemacht. Ich selber halte 3 dieser Konten. Ich stelle die kurz vor, die haben Vor- und Nachteile. Die erste Bank, das ist YourSafe, die ist aus den Niederlanden. Die hat den Vorteil, dass, wenn man in Kolumbien lebt, es die einzige Bank ist, die nach Kolumbien eine Debitkarte liefert. Die Nachteile sind, dass die Funktionalitäten gerade in Bezug auf Wechsel etwas eingeschränkt sind und dass es bei Transaktionen teilweise bis zu einem Tag dauert. Die zweite Bank, das ist Revolut, die hat den Nachteil, dass man mit Wohnsitz Kolumbien dort kein Konto eröffnen kann und auch keine Karte erhält. Das Risiko besteht, dass man die Karte dann oder das Konto in Kolumbien auch verliert. Ansonsten kann man hier sehr gut Geld wechseln und auch sehr schnell Transaktionen tätigen. Und übrigens kann man mit diesen Karten natürlich auch überall bezahlen. Und die dritte Bank, das ist mein persönlicher Favorit, das ist Wise, die kommen aus Belgien. Da kann man mit Wohnsitz Kolumbien ein Konto eröffnen, in Kolumbien, aus Kolumbien. Allerdings kann man keine Debitkarte bestellen nach Kolumbien. Aber die Gebühren und die Wechselkurse, die sind super attraktiv. Wir machen mal ein Beispiel. 14. Februar wechseln 100 Euro in Pesos. Und wir sehen, wir erhalten hier für 1 Euro, also 4.328 Pesos. Und jetzt schauen wir mal in Google, heutiger Tag, 14. Februar. Hier beträgt der Kurs 4.333 Pesos. So, und jetzt schauen wir, dass das Geld rauskommt. Das kommt. Ja. Tom hat schon wieder Hunger, also wir brauchen ein bisschen Geld. Jetzt bin ich wieder Millionär.
Es lohnt sich auf jeden Fall, eine Online-Bank zu haben, in vielerlei Hinsicht. Wir sehen dann später auch noch, wie es bei internationalen Transaktionen aussieht, auch dort lohnt es sich. Vergleichsweise schwierig sind die Schweizer Banken, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, schreibt es bitte in die Kommentare. In der Schweiz war es bis vor kurzem relativ schwierig, als Auslandschweizer ein Bankaccount in der Schweiz nach wie vor zu haben. Heute ist es ein bisschen einfacher, aber insgesamt lohnt es sich für mich eigentlich praktisch gar nicht mehr, weil ich habe da immer hohe Gebühren, sehe auch teilweise nicht den aktuellen Kontostand und alle Transaktionen, die ziehen sich dann jeweils über Tage. Ja, und ich wollte eigentlich zum Bankomat gehen, ich wollte Geld abheben und man muss immer aufpassen, ich habe das Datum hier nicht im Griff gehabt. An einem 15. oder 1. Des Monats sieht es immer hier so aus. Weil die Löhne werden immer am 15. und am 1. Ausbezahlt und dann gehen die Leute immer an die Bankomaten. So, und abschließend noch vielleicht am besten ist es natürlich ein kolumbianisches Bankkonto zu haben. Da spart man sich natürlich einen Großteil dieser Gebühren, ist allerdings nur dann möglich, wenn man hier ein Visum hat. Wie man hier ein Konto eröffnet, das erfährt ihr auf dem Kanal von Roger bei Autarki. Und jetzt schauen wir noch, wie man hier ganz einfach Inlandtransaktionen durchführt, ohne Bankkonto. Ja, ich bin da mit Rötschi. Müssen wir schnell eine Transaktion machen gehen. Es funktioniert eigentlich hier ähnlich wie in der Schweiz beispielsweise Twint. Das gibt es hier schon seit Jahren. Das heißt Necki, da kann man einfach auf eine Telefonnummer von überall Geld versenden. Das ist sekundenschnell. Wir sehen jetzt hier Tom. Er ist nicht auf einer Bank, um diese Transaktion durchzuführen, sondern auch in einem kleinen Laden kann man jemanden direkt Geld überweisen. Hier kann man normalerweise Nagellack, Lippenstift und sonstige Utensilien kaufen. So ein klassischer Tanten-Emma-Laden, gerade in den ärmeren Vierteln, die kein Bankkonto bekommen, ist das sehr praktisch. Tom nimmt jetzt ein Foto auf von dem Beleg und mit dem Beleg, mit dem Code, kann die Person dann das Geld abrufen. So funktioniert das hier. Vorher schon erwähnt, es gibt ländliche Gebiete, abgelegene Gebiete und da ist die Infrastruktur noch nicht so weit fortgeschritten wie hier in den Städten. Und da war ich mal sehr froh, dass es Necki gibt, weil wir waren da am Pazifik mit dem Flugzeug. Den Rückflug hatten wir noch nicht gebucht und es gab im ganzen Gebiet dort nicht einen einzigen Bankomaten. Und ich hatte kein Geld mehr, ich konnte auch nicht mit Kreditkarte die Hotel bezahlen, das ist eigentlich nur Cash. Und Gott sei Dank hatte meine Begleitung damals Necki und Roger war es damals, der hat uns einen Necki-Transfer getätigt und so konnten wir eigentlich dann auch das Flugzeug, den Rückflug buchen. Und bevor wir zu internationalen Transaktionen kommen, bitten wir dich, uns ein Abo hier zu lassen. Das wäre super hilfreich und würde auch in Zukunft möglichst spannende Beiträge garantieren. Uns würde interessieren, wie du internationale Transaktionen nach Kolumbien tätigst. Ich habe hier meine Methode, die präsentiere ich gleich, aber schreib doch deine Methode in die Kommentare. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist wiederum Wise, Revolut, BitSafe etc. Was ich jeweils mache, ist einfach, ich stelle sicher, dass die Person, das Gegenüber in Kolumbien eben auch ein solches Konto eröffnet und dann mache ich die Transaktion ganz einfach über diese Online-Bank. Und verglichen vor allem mit Western Union oder PayPal, spart man sich hier also jede Menge Gebühren. Das kommt also viel, viel günstiger. Ich gebe auch hier die Möglichkeit, das ganz normal über eine Online-Transaktion in der regulären Schweizer Bank zu machen, aber auch hier sind die Gebühren viel höher. Das Problem hier ist, dass Kolumbien nicht Teil des SEPA-Raumes ist, das heißt, es gibt dort keine IBAN-Nummern. Hingegen kann man SWIFT benutzen, aber man zahlt dann da auch wieder zusätzliche Gebühren. Also ich empfehle auch hier ganz klar Wise, Revolut, BitSafe. YourSafe heißt es heute. Ja, und das war's auch schon. Wenn du weitergehende Informationen zu Zahlungen, Transaktionen und Banken hast, schreib es gerne in die Kommentare, weil wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Informationen gibt es auch auf dem Kanal von Roger bei Autarki. Der Link, den wirst du gleich sehen. Weitere Beiträge, die kommen bald und gibt es auch bereits. Schau dich um in unserem Kanal, abonniere ihn und hier siehst du noch 2 Links zu Reportagen und weiteren Informationen. Vielen Dank und bis bald.